Herzlich willkommen zu einem neuen Video über Norwegen. Und in diesem Video geht es um Kulturunterschiede zwischen Deutschen und Norwegern. Und wir wohnen ja jetzt schon eine kleine Weile hier. Und mit der Zeit sind uns immer mehr Kulturunterschiede aufgefallen, die mich teilweise auch wirklich richtig überrascht haben. Wir sind mit ganz anderen Erwartungen damals nach Norwegen gekommen. Wir sind mit einem Schubladendenken sind wir nach Norwegen gekommen und haben schon ein Bild von Norwegen in unseren Köpfen gehabt, wo wir festgestellt haben, was einfach überhaupt nicht den Tatsachen entspricht. Wirklich, wir wurden von vorne bis hinten komplett überrascht. Im Prinzip war nichts von dem, was wir uns vorher so überlegt und vorgestellt haben, dann auch später wirklich so, sondern wir sind einfach von ganz anderen Tatsachen ausgegangen, als es dann am Ende hier so ist. Im positiven und wie im negativen Sinne. Aber ich muss sagen, überwiegend im positiven Sinne. Und für dieses Video habe ich 10 Punkte zusammengetragen, wo sich die Kultur zwischen Deutschen und Norwegern elementar unterscheidet und womit wir nicht gerechnet haben. Der erste Punkt, der mir auch von Norwegern bestätigt wurde, ist die Pünktlichkeit. Gut, das überrascht jetzt wahrscheinlich wenige von euch. Die Deutschen sind ja in der Welt allgemein als ein sehr pünktliches Volk bekannt. Und mir würde jetzt ganz ehrlich auch kein Volk einfallen, was genauso pünktlich ist. Doch, die Japaner. Die Japaner, die sind auch sehr, sehr pünktlich. Jetzt dürft ihr raten, sind die Norweger pünktlich oder nicht? Sie sind nicht so pünktlich. Nicht so pünktlich wie die Deutschen. Ja, also es ist wirklich nicht so wie jetzt in Südeuropa. Es ist nicht so dieses Manana-Denken aus Spanien. Ja, aber man ist nicht ganz so pünktlich wie in Deutschland. Pünktlichkeit hat hier nicht so diesen Stellenwert. Ich würde mal sagen, man kommt nicht gleich eine halbe Stunde zu spät, aber 5 Minuten sind kein Ding. Ich hatte letztens einen Termin im Kindergarten und ich war eine Viertelstunde zu früh. Ne, weil ich dachte, naja, ich weiß ja nicht, wie der Verkehr ist und fährst du lieber rechtzeitig los. Und ich wollte dann auch mich reinschleichen, während der Kleine schläft. Und dann dachte ich, na, ist besser, wenn du ein bisschen früher da bist. Und dann war ich da und die Kindergärtnerin hat mich ganz entgeistert angesehen und hat gefragt, wie, habe ich dir eine falsche Uhrzeit genannt? Habe ich gesagt, wir treffen uns um 1/2 und nicht um 1/4 vor? Ich habe gesagt, nee, alles gut, ich bin nur eine Viertelstunde zu früh. Und sie war total perplex. Warum macht man sowas? Warum kommt man eine Viertelstunde zu früh? Das war für sie komplett unverständlich. Und ich war wirklich Punkt 1/2 dort, also oder 1 Minute nach 1/2 sogar. Und wenn der Termin um 1/2 gewesen wäre, dann wäre ich nicht erst um 1/2 gekommen. Gut, aber sie war ganz erschrocken. Außer beim Amt. Da muss man pünktlich sein. Ne? Ansonsten ist das hier mit der Uhrzeit und mit der Pünktlichkeit nicht ganz so genau. Was das Leben aber auch ein bisschen entspannter macht. Ne? Dann, Punkt Nummer 2, ist die aufgeschlossene Art der Norweger. Ich habe gedacht, die Norweger wären, so wie man das den Norddeutschen manchmal nachsagt, dass sie eben verschlossen sind, dass sie schwer zugänglich sind, dass es lange dauert, eine Freundschaft und eine Beziehung mit ihnen aufzubauen, dass sie dann zwar deine besten Freunde werden, aber dass es schwierig ist, so den Kontakt zu finden, den Erstkontakt. Ne? Und dass sie dann eher zurückhaltend sind am Anfang. Und das war überhaupt nicht so. Als wir nach Norwegen gezogen sind, kamen sofort gleich in der ersten Woche, kamen die Nachbarn an, haben sich vorgestellt, haben ein Bier mit uns getrunken, also proaktiv, nicht durch uns, sondern die kamen zu uns. Und haben sofort den Kontakt gesucht und das, jetzt, wo wir auch umgezogen sind, es war jedes Mal das Gleiche. Die Nachbarn, die sind auf uns zugegangen und haben wirklich mit uns den Kontakt gesucht und sind fröhlich und freundlich und bieten ihre Hilfe auch extrem an. Also ich habe das in Deutschland nie erlebt, dass mir jemand so proaktiv seine Hilfe richtig aufdrängt. Zum Beispiel, als wir das Boot besorgt haben, da haben wir das Boot dann bei uns auf die Auffahrt gestellt. Da kam gleich ein Nachbar, ich werde dir helfen, das Boot ins Wasser zu bringen. Ich weiß genau, wo eine Slipanlage ist. Und dann machen wir das zusammen. Komm, lass uns das heute Abend machen. Und komm, wir gehen zusammen dorthin. Komm, wir machen das zusammen. Oder ich hab ihn gefragt, wo man denn hier ein Auto kaufen kann, am besten ein gebrauchtes. Und da fängt der sofort an, mir Gebrauchtwagen
im Internet rauszusuchen und die mir zuzuschicken. Ja, also diese Hilfsbereitschaft, die ist wirklich überwältigend. Insgesamt kann man auch sagen, dass Nachbarschaft einfach einen extrem hohen Stellenwert hier in Norwegen hat. Und wenn du der Nachbar bist, dann bist du sozusagen auch automatisch gleich der Freund und bist sozusagen wie ein Bruder. Na gut, wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber du hast sozusagen schon richtig einen Stein im Brett bei den Leuten, einfach dadurch, dass du der Nachbar bist. Wenn du das dann nicht einfach mal absolut verkackst, weil du dich daneben benimmst, dann kannst du da einfach nichts, ja, dann kannst du das einfach nur annehmen und ohne Hintergedanken auch einfach froh darüber sein. Also wir haben uns am Anfang auch wirklich gewundert, so, warum machen die das? Warum sind die denn so hilfsbereit? Wollen die irgendwas von uns? Oder, aber ich habe da bis jetzt noch nichts Negatives erfahren. Es ist einfach wirklich so, dass man sich wirklich hier in der Nachbarschaft einfach wirklich extrem hilft. Und da kommt ein Boot hinter mir. Aber man kann wirklich sagen, die Norweger, die haben so eine Mentalität, die kannst du dir wirklich auf die Wunde legen. Ja, die sind freundlich, die sind lieb, hilfsbereit, immer fröhlich, immer gut gelaunt und immer positiv. Irgendwie so gut wie nie richtig ärgerlich. Ja, oder so mürrisch oder schlecht gelaunt, auch wenn man in ein Geschäft reingeht. Die Leute, die lachen einfach immer die ganze Zeit und sind immer alle fröhlich. Und ich bewundere da auch extrem zum Beispiel die Mitarbeiter im Kindergarten, die haben echt einen richtig schweren Job, finde ich. Also ich könnte das nicht machen, den ganzen Tag mit so 2-, 3-Jährigen und ich meine, man muss da ja auch immer irgendwie voll da sein, ne? Und das ist bestimmt auch extrem ermüdend, aber die sind immer fröhlich zu den Kindern, sind immer am Lachen und wenn du morgens kommst, sind sie am Lachen und wenn du nachmittags kommst, sind sie auch am Lachen und am Grüßen und das ist einfach extrem ansteckend. Ja, wenn du die ganze Zeit von lächelnden, fröhlichen Menschen umgeben bist, dann wirst du automatisch auch fröhlich. Ja, das macht auch einfach irgendwie glücklich und gesund. Man fühlt sich dadurch auch einfach irgendwie insgesamt besser, wenn man dauerhaft einfach irgendwie so glücklich ist. Ich hoffe, das ist irgendwie rübergekommen, was ich damit sagen wollte. Es ist einfach, das Leben hier ist einfach irgendwie schön. Ja, weil es ist entspannter, es ist fröhlicher, es ist, man ist in der Natur und ja, die Fröhlichkeit der Menschen, die steckt an. Ich muss mal kurz warten, bis das Boot vorbei ist. Irgendwie irritiert mich das. Na? So, er winkt zurück. Das macht man hier auch. Man winkt sich immer zu und freut sich dann gemeinsam. Der Punkt 3, um es auf den Punkt zu bringen, ist, ich finde, sie sind aggressive Autofahrer. Obwohl sie in allen anderen Bereichen wirklich extrem ruhig, freundlich und immer positiv sind. Beim Autofahren sind sie es nicht. Auf jeden Fall, also der Norweger, der ist wirklich ruhig, zurückhaltend, extrem höflich und extrem freundlich. Und was dann ziemlich überrascht ist, dass sie ihre Aggression dann irgendwie beim Autofahren rauslassen, habe ich das Gefühl. Die sind nämlich ganz schön aggressive Autofahrer, für mein Empfinden. Ich habe mir von einem Polen sagen lassen, dass er das nicht so empfindet. Mag sein, dass in Polen die Autofahrer noch aggressiver sind. Aber ich empfinde im Vergleich zu den deutschen Autofahrern, empfinde ich die Autofahrer hier aggressiv. Man wird, wenn man zu langsam fährt, dann wird man oft bedrängt mit Lichthupe, mit sehr dichtem Auffahren. Dann wird man rasant überholt. Also wenn das nicht aggressiv ist, dann weiß ich auch nicht. Aber irgendwohin müssen die Aggressionen ja auch, ne? Also man kann das ja auch dann irgendwo verstehen, ne? Und dadurch, dass es hier dann doch relativ dünn besiedelt ist, kommt es dann auch vermutlich deswegen nicht zu so vielen Unfällen, weil wir haben jetzt auch nicht so die Massen an Autos hier auf den Straßen, sondern das sind dann halt lange Straßen und die ja mit wenig Autos drauf und dann ja, dann lässt man sich halt auch ab und zu mal in der Kurve überholen. Jetzt kommt Punkt Nummer 4
Und das ist der Humor. Ich hätte nie gedacht, dass die Norweger so humorvoll sind und so viel lachen. Also man sieht das allein schon an der Fernsehwerbung. Ich kann ja mal gucken, ob ich da ein paar Ausschnitte finde. Ich finde sie wirklich extrem lustig. Ich verstehe leider nicht alles, was im Fernsehen gesagt wird, sonst würde ich mir vielleicht auch mal so eine Stand-up-Comedy angucken. Aber ich finde einfach die Werbungen schon zum Schreien komisch. Es ist genau mein Humor. Es ist einfach so wirklich so ein bisschen so, einfach so ein doofer Humor. Auch wenn man mit Norwegern sich unterhält, die sind die ganze Zeit am Witze machen, die ganze Zeit am Lachen. Da ist oft so ein leichter Sarkasmus drin. Es ist einfach wirklich ein sehr lustiger und auch ein sehr ansteckender Humor. Und ich habe das vorher nie gehört, dass Norweger humorvoll sind. Aber das ist das, was ich erlebe. Und zwar nicht nur einer oder zwei, sondern wirklich mit vielen Norwegern, mit denen ich gesprochen habe. Ich finde die wirklich extrem lustig und wirklich sehr humorvoll. Punkt Nummer 5. Ist vielleicht ein bisschen verwunderlich. Das ist jetzt auch meine eigene Beobachtung. Irgendwie haben die hier in Norwegen andere Schönheitsideale als im Rest der Welt. Also ich habe mir zum Beispiel sagen lassen, dass die Norwegerinnen zum Beispiel hier diesen einen Fußballer attraktiv finden. Ich muss mal nachgucken, wie der heißt. Und das soll so ein toller Hengst sein. Oder überhaupt, wenn man mal googelt und sagt attraktive norwegische Männer, dann kriegt man überraschende Ergebnisse. Und mir ist was auch auffällig ist, die Frauen hier, zumindest jetzt an der Westküste, schminken sich überwiegend nicht oder kaum merklich nicht. Ich glaube, sie schminken sich gar nicht. Vorab ist aber zu sagen, dass ich natürlich nur von meinen Erfahrungen von der Westküste berichten kann. Es ist ja so, dass Norwegen wirklich ein richtig großes Land ist und dass die Menschen auch durch die großen Entfernungen voneinander geografisch einfach getrennt, eine lange Zeit lang auch komplett getrennt gelebt haben, als es noch nicht diese Infrastruktur und diese Möglichkeiten gab, sich so zu vermischen. Und dadurch haben sich die Kulturen natürlich auch unterschiedlich entwickelt. Und die Mentalitäten, vor allem jetzt die Kultur vielleicht nicht, aber die Mentalitäten haben sich unterschiedlich entwickelt. Das ist ja praktisch so von der geografischen Entfernung, als würde man einen Deutschen mit einem Spanier vergleichen. Und ihr werdet mir bestimmt alle zustimmen, dass Deutsche und Spanier wirklich kulturell schon einige Unterschiede haben. Aber ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel den Europäer als Menschen mit einem Chinesen oder mit einem Inder vergleicht, dann haben die Europäer insgesamt ja schon einige Gemeinsamkeiten im Vergleich zu einem Ostasiaten. Aber als Deutscher würde man nie sagen, man ist kulturell und von seiner Mentalität genauso wie der Spanier, denke ich. Und das ist hier in Norwegen genauso. Also die Leute von der Westküste verstehen sich anders als Leute aus Oslo oder Leute aus dem hohen Norden. Ich weiß es halt selber nur vom Hörensagen. Ich kenne niemanden aus Oslo und ich kenne auch niemanden wirklich aus dem hohen Norden. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich riesig über jeden Abonnenten und jedes Like, das ihr da lasst. Und bis zum nächsten Video.